Vielleicht sollten wir alle aufhören, weniger zu denken und mehr zu kiffen. Und das ist meine Überleitung zum nächsten Video. Vorhin kurz gesagt, wir müssen über Weed reden. Und ich habe ein bisschen Angst vor diesem Video, weil es mir wahrscheinlich erzählt, das, was ich eh schon weiß, dass Rauchen schlecht ist und vor allem Kiffen schlecht ist. Okay. Drugs are bad. Okay. Hallo Jason, hä? In den letzten 100 Jahren wurde Cannabis absurd verteufelt, wird jetzt aber an immer mehr Orten rund um die Welt entkriminalisiert. Erst vor kurzem wurde es in Deutschland legalisiert. Seitdem überall draußen nur noch Rauchschwaden an Kiffern. Du kannst keine 10 Meter mehr laufen, ohne irgendwo eine Weed-Wolke einzuatmen. Richtig? Ach, ist gar nicht passiert? Ne Mensch, wer hätte das denn gedacht? Aus gutem Grund. Im Vergleich zu anderen legalen Drogen wie Alkohol, der pro Jahr einen von 20 Toten verursacht, ist Cannabis ziemlich harmlos. Um Verfolgung und harte Strafen zu rechtfertigen, wurden seine negativen Folgen massiv überhöht. Hallo Alkalos, Mann. Es gab eine Menge Gegenwind und hier lief etwas schief. Durch die Debatte der letzten Jahre hast du vielleicht den Eindruck erhalten, Gras hätte fast nur Vorteile und wenn überhaupt nur sehr wenige negative Effekte. Wir selbst haben auch zu diesem Narrativ beigetragen. Hinzu kommt, dass die Kriminalisierung es schwierig machte, Cannabis und besonders seine Langzeiteffekte zu erforschen. Es gab viele bürokratische und rechtliche Hürden und die Studien mussten sich oft auf kleine Stichprobengrößen stützen. In den letzten Jahren änderte sich das langsam. Zeit also, neue Ergebnisse zu betrachten. Ich habe Angst vor den neuen Ergebnissen, aber wir wissen alle, dass das Kiffen schlecht ist oder Langzeitkiffen nicht gut ist. Aber ich will es halt auch einfach nicht nochmal hören. Ich muss es jetzt ehrlich gesagt nicht nochmal hören, um ehrlich zu sein. Und die sind nicht besonders schön. Zwar ist Gras immer noch viel weniger schädlich als Alkohol. Es hat aber eine dunkle Seite. Es macht süchtiger als gedacht. Und kann über längere Zeit signifikante negative Auswirkungen haben. Es scheint, dass... Was soll das? Bevor du uns für blöd erklärst, schau dir bitte das Video an. Gibt es ernsthaft Leute, die so 1 Minute 27... Ach nee, nevermind, ich habe ja auch schon Videos auf YouTube hochgeladen. Nevermind, Entschuldigung. Um eins klarzustellen, wir sind überzeugt, dass Verbote nichts bringen und Cannabis legal sein sollte. Aber wir sollten es als das betrachten, was es ist. Eine Droge mit Vor- und Nachteilen. Werfen wir also mal einen ehrlichen Blick auf die aktuelle Forschung. Okay, es geht nicht um medizinische Anwendungen, sondern um Kiffen aus Fun. Okay, Chat? Okay, Kinder? Beruhigt euch. Bevor wir jetzt richtig deep reingehen, wollen wir noch kurz Danke sagen. Wegen euch können wir unsere Videos so intensiv recherchieren, mit viel Liebe animieren und dann kostenlos veröffentlichen. Jeder View, jedes Like und jeder Kommentar zählt. Und besonders freuen. Es zählt übrigens für jeglichen Content auf Social Media und YouTube. Wir uns, wenn ihr etwas aus unserem Shop bestellt. Jedes Mal, wenn ihr ein kurzgesagt Produkt kauft, erblickt eine Videoszene das Licht der Welt. Oder so ähnlich. Wir haben informative, bunte, cute und schillernde Produkte, die wir alle mit ganz viel Liebe... Warum postet der Bot das jetzt nie? Ach du, weil Matrazzi das gepostet hat. und Begeisterung für Wissenschaft hier in Kurzgesagt Studio entwickelt haben. Und natürlich haben wir auch ganz viel Merch, mit dem ihr euren exzellenten Geschmack zeigen könnt. Ein aktuelles Highlight, unser Wormhole-Mug. Oh, das wäre was für Tobi. Er bietet nicht nur Platz für eure Lieblingsgetränke, wir haben in ihm auch ein praktisches Wurmloch verbaut. Ja, wie cool ist das denn? Aber wird man da nicht um seine Füllmenge betrogen? Das vorne mit hinten verbindet. Ein Shortcut durch Raum und Kaffee. Ist Physik nicht großartig? Gönn dir heute... Zu kleines Loch? Wofür? Wofür ist das Loch zu klein? Ich will's nicht wissen. Ein besonderes Stück Kurzgesagt und ermögliche damit unser nächstes Video. Cheers. Cheers. Gras wird immer stärker. Die Magie in Cannabis ist Tetrahydrocannabinol, THC. Es dockt an Cannabinoidrezeptoren an,
die verschiedene Gehirnfunktionen beeinflussen. THC aktiviert einige Regionen und beruhigt andere, wodurch lustige Gefühle entstehen. Lustige Gefühle. Je mehr THC, umso intensiver der Rausch. Und Menschen scheinen höhere Highs zu wollen. Zumindest liefert der Markt genau das. Ja, da bin ich nicht die Ansprechperson dafür. Ich mag's gediegen. Ich mag einfach nur müde werden davon. Das ist so mein Goal. In den USA, Kanada und Europa hat sich die THC-Konzentration in legalen und illegalen Cannabisprodukten in den letzten Jahrzehnten mehr als verdoppelt. Es werden immer stärkere Sorten gezüchtet und es gibt immer mehr Produkte wie Edibles oder Konzentrate mit über 60% THC, während der Anteil an Produkten mit weniger als 15% THC zurückgegangen ist. Leider verschlimmern höhere THC-Dosen aber fast alle Probleme, die das Gras verursachen kann. Gleichzeitig steigt der Konsum. In den USA haben 2022 erstmals mehr Menschen täglich Cannabis konsumiert als Alkohol. Wow, aber stopp, Corona? I don't know, ob Corona tatsächlich eine Rolle spielt fürs Kiffen. Ich will jetzt nicht auf andere schließen. Aber für mich ist Alkohol eher eine Draußendroge und Cannabis eher so eine Drinnendroge. Vielleicht spielt das auch eine Rolle bei manchen, wo sie es konsumieren können, dürfen. In Kanada konsumieren 26% der Menschen über 16. 2018 waren es noch 22%. Ob die Legalisierung der Grund dafür ist, ist unklar, da die Studien sehr inkonsistent sind. Laut mancher Studien ist der Konsum gestiegen, laut anderer gleich geblieben. Und der Trend zu höherem Konsum begann in den 90ern und hat sich in den 2000er Jahren beschleunigt, also weit vor der Legalisierung. Heute konsumieren also mehr Menschen mehr und stärkeres Gras als jemals zuvor in den letzten 100 Jahren. Was sind die Folgen? Beginnen wir mal mit etwas, wofür man früher ausgelacht wurde. Sucht. Ich würde niemals jemanden auslachen, der süchtig ist. Ich hätte Mitleid mit Menschen, die süchtig sind. Aber okay. Cannabissucht und Entzugserscheinungen. Immer wieder heißt es, Gras mache nicht süchtig oder jedenfalls nicht erwähnenswert. Für die meisten Menschen stimmt das. Edibles habe ich letztens ausprobiert, sind sehr heftig in der Wirkung. Nee, würde ich auch nicht fühlen. Also ich habe mal eine ganze Weile lang sehr regelmäßig gekifft und muss aber sagen, dass es mir nicht so viel Positives gebracht hat over time. Als ich angefangen habe zu kiffen, zum ersten Mal gekifft habe, hatte ich so krasse Quaddeln auf der Haut und eine extreme körperliche Reaktion wegen einer Histaminintoleranz. Ich wusste damals aber noch nicht, dass es von einer Histaminintoleranz kommt. Unverträglichkeit, whatever, you name it. Und damit ich mal wieder ordentlich runterkomme und schlafen kann, weil ich halt nachts immer wach wurde von dem ganzen Gejucke, hat mir ein Kumpel mal mit mir zusammen eingekifft. Und ich bin instant eingeschlafen und ich habe 10 Stunden durchgeschlafen und das war the best thing ever für mich zu dem Zeitpunkt. Dann habe ich quasi angefangen, in unregelmäßigen Abständen zu kiffen, damit ich schlafen kann. Ja, ich weiß, ist nicht so gesund, sollte man so nicht machen, aber es war damals tatsächlich für mich ein Gamechanger. Irgendwann habe ich dann aufgehört zu kiffen, weil es mir irgendwie nicht mehr geholfen hat, regelmäßig oder gut zu schlafen. Und weil ich dann irgendwann auch mal so eine Überdosis hatte, von der ich 4 Stunden am Stück gekotzt habe. Also habe ich das dann einfach für mich so einen Strich drunter gesetzt. Dann kam Corona, da habe ich sowieso nicht gekifft. Und dann kam quasi die Zeit, in der ich hier gewohnt habe und wieder sehr viel Stress hatte und auch wieder Zugang dazu hatte durch einen Menschen und dann wieder öfter mal gekifft habe. Aber das war dann halt immer eher so ein Kiffen mit anderen, weil es funny ist oder weil es halt entspannt. Und dann dadurch hat es auch wieder angefangen, dass ich regelmäßig gekifft habe und dadurch habe ich davon Panikattacken bekommen. Nicht, wenn ich gekifft habe, sondern am nächsten Tag. Ich hatte dann immer am nächsten Tag Panikattacken. Also habe ich gesagt, okay, regelmäßig konsumieren funktioniert für mich nicht, weil mein Geist, was auch immer, irgendeine Synapse dann nicht funktioniert. Und jetzt kiffe ich nur noch wirklich sehr, 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 sehr selten, wenn ich am nächsten Tag nicht streame. Die Hürde habe ich mir gesetzt.
Es wird nur noch gekifft, wenn ich am nächsten Tag nicht streame. Und seitdem ist es okay. Also süchtig. Nach deinem Therapeuten wäre das süchtig, Whitebed. Richtig. Studien zeigen klar, dass die Mehrheit es gut verträgt. Für 8 Gesundes Maß, ja. Also wirklich auch sehr bedacht und sehr überlegt. von 10 Konsumenten ist es nur ein gelegentlicher Rausch und völlig unproblematisch. Etwa 2 von 10 Konsumenten entwickeln eine Cannabis-Konsumstörung. Sie hat 11 verschiedene Symptome, etwa nicht aufhören zu können, obwohl du genug hattest, weiter zu konsumieren trotz bekannter negativer Folgen, Toleranzentwicklung und Entzugserscheinungen. Kurz gesagt, du konsumierst zu oft, obwohl es schlecht für dich ist und weniger Spaß macht, als es könnte. Ich habe aufgegeben, seit ich Herzrasen bekommen hatte. Ja, das ist, wie gesagt, ähnlich wie meine Panikattacke wahrscheinlich. Kontrollierter Konsum kann funktionieren, wenn man ehrlich zu sich selbst ist. Ja, aber du musst halt auch ehrliche Grenzen setzen können. Und du musst dich sehr gut kennen, finde ich. Dabei gibt es 3 Hauptrisikofaktoren. Die THC-Menge, wie oft du konsumierst und das Alter, in dem du angefangen hast. Je mehr THC, je häufiger und je jünger du bist, desto höher ist dein Risiko. Rauchst du zu oft zu viel Gras, beeinflusst das dein Leben negativ. Falls du dich darin wiedererkennst, etwas runterzuschrauben macht einen großen Unterschied. Einer von 10 Konsumenten entwickelt eine ernste Sucht. Meistens konsumieren sie täglich und ihr Leben ist dadurch bedeutend eingeschränkt, weil sie sehr viel Zeit aufwenden, Cannabis zu konsumieren oder sich davon zu erholen. Weil das Gehirn eine Toleranz aufbaut, brauchen sie immer mehr oder immer stärkeres Gras. Ich möchte nur kurz anmerken, damit es niemand vorher sagt, die Blumen im Hintergrund, also diese Blumen da, die sind aus SpongeBob. Gern geschehen. Oft beides. Studien zeigen eine Vielzahl negativer Effekte. Starke Konsumenten können schlechte Laune haben, sind reizbar, unruhig, paranoid, ängstlich oder sogar depressiv. Also ich rate auch niemanden, der weiß, dass er Depression hat, zu kiffen, um sich von den Depression zu erholen, weil das in dem Moment hilft, aber danach noch schlimmer wird. Trust me, ich hab das durch. Die traurige Ironie ist, dass viele Süchtige glauben, Gras gegen diese Symptome zu brauchen. Vielleicht hat es anfangs geholfen, aber tatsächlich macht es die Symptome schlimmer. Studien zeigen auch, dass Einsamkeit und häufiger Cannabiskonsum Hand in Hand gehen. Fühlst du dich einsam, wirst du eher Gras rauchen. Und wenn du Gras rauchst, wirst du dich eher einsam fühlen. Schwer zu sagen, was zuerst kam, aber sie scheinen sich gegenseitig zu verstärken. Einerseits fühlt sich Einsamkeit dank Cannabis weniger schlimm an. Andererseits fühlst du dich durch Cannabis in sozialen Situationen vielleicht unbeholfener und ziehst dich zurück. Das kann zur Abwärtsspirale werden, die zu Selbstisolation und chronischer Einsamkeit führt. Viele, die oft konsumieren, erleben auch eine mentale Abstumpfung, die Langeweile erträglich macht, weil sie das Belohnungssystem des Gehirns beeinflusst. Nicht toll, aber gut genug. Du kannst deine Tage damit verbringen, Zeit totzuschlagen und mäßig spannendes Zeug zu glotzen. Betäubung statt Spaß. Das ist bei mir anders. Ich bin nicht mehr depressiv seit Weed. Ich kenne den Scheiß in vielen Dimensionen seit 20 Jahren. Du hast doch nicht einmal Weed geraucht und bist dann nicht mehr depressiv gewesen. Oder schon. Also du musst das ja wahrscheinlich regelmäßig konsumieren, damit du keine Depression mehr hast. Ich konsumiere regelmäßig. Ja, aber das ist doch genau das, was sie gerade sagen. Also, don't get me wrong, wenn es für dich funktioniert, who am I? Ja? Aber das bedeutet, dass du abhängig davon bist. Weil du weißt, dass wenn du aufhörst, deine Depressionen wiederkommen. Also bist du abhängig von Weed. Zum Glück hatte ich bei Kiffen, Alkohol und Diverses nie das Gefühl, dass ich es wieder brauche. Bei Zigaretten noch eher. Bei Zigaretten konnte ich tatsächlich sehr gut aufhören. Also ich war von mir selber überrascht, wie schnell ich aufgehört habe zu rauchen. Alkohol war nie so mein Ding, weil ich es nie vertragen habe. Beim Kiffen, das ist so phasenweise ein Ding gewesen. Aber halt auch in depressiven Episoden habe ich mehr gekifft. Das war aber halt natürlich nicht gut. Die Depressionen kommen doch gerade daher, weil du die Glücksgefühle nicht mehr hast, die du vom Kiffen hast. Würde ich jetzt so nicht sagen. Also klar, es kann halt, es ist wie bei Head and Shoulders, Schuppenshampoo. Es hilft, solange du es benutzt. Und wenn du irgendwann damit aufhörst, dann wird es halt
schlimmer. Also ob es jetzt subjektiv schlimmer wird oder rational schlimmer wird, ist dann halt die Frage. Aber es wird halt schlimmer und es wird sich für dich halt auch schlimmer anfühlen, weil du ja dich abstumpfen konntest, gefühlstechnisch, und eben die Depression nicht als schlimm empfunden hast. Und wenn du das dann aufhörst und dann kommen diese Gefühle wieder, dann boxt dich das komplett weg. Ist bei Antidepressiven genauso. Ja, voll. Absolut. Aber bei Antidepressiva oder von mir aus auch bei ärztlich verschriebenen Cannabis solltest du das im Zusammenhang mit einer Therapie und vor allem mit ärztlicher Begleitung tun. Ich glaube aber, dass die wenigsten, die sich therapieren mit Gras, das tatsächlich zusammen mit Ärzten tun. Die gibt es, keine Frage, und die machen das auch richtig und das ist auch völlig gut so, wie sie das tun. Wenn das im Zusammenhang mit ärztlicher Begleitung ist, you go, mach. Aber wenn du selber kiffst und dir das selber verschrieben hast und so, dann schwierig halt, ne? Alles, was da eben im Film gesagt wurde, stimmt voll und ganz. Ich rauche selber CBD, was mir bei meiner Epilepsie hilft gegen Absenzen plus Antiepileptikum. Bei Depressionen rate ich von THC ab. Ich kenne Depressionen mit diversen Therapien seit 20 Jahren, habe auch diverse Antidepressiva versucht. Hässliche Absetzsymptome. Habe auch konsequent gesoffen, um mich zu bekämpfen. Optionen vom Psychiater waren quasi Amphetamine. Habe mich dagegen entschieden und therapiere mich. Ich werde hier nicht den Oberrichter spielen oder die Oberrichterin und sagen, du darfst das nicht. Ich sage euch nur, welche Erfahrungen ich damit gemacht habe und welche Ansichten ich zu sowas habe. Was ihr schlussendlich mit eurem Leben, mit eurem Konsum macht, bin nicht diejenige, die darüber zu richten hat. Ich kenne eure Hintergrundgeschichte nicht, ich kenne eure gesundheitliche Story nicht. Dafür sind Streams wahrscheinlich auch viel zu kurz und zu oberflächlich. Whatever, was immer dir hilft, ein tolles Leben zu führen. Aber ne, trotzdem bist du halt abhängig. Und das ist trotzdem keine Schuldzuweisung. Ne? Würde auch niemanden judgen, der alkoholabhängig ist, jetzt zum Beispiel, um quasi so seinen Alltag bestreiten zu können, weil wir alle wissen, wie fucking stressig unser Leben ist und wie scheiße es manchmal laufen kann und dass du dann eben Drogen, Amphetamine, was auch immer brauchst, um zu überleben, basically. Ja? Deswegen judge ich diese Menschen nicht. Und trotzdem wünsche ich mir, dass sie es nicht müssten. Versteht ihr? Das ist so der Struggle an der ganzen Sache. Langeweile ist ein Signal, kreativ zu werden und etwas Neues zu lernen. Das wird aber unterdrückt. Nee, stopp! Da musste ich einschreiten. Meine besten kreativen Ideen hatte ich immer, wenn ich stoned war. Wenn ich stoned war und nichts getan habe nebenbei, quasi kein Film, sondern vielleicht nur Musik konsumiert habe und mich hingesetzt habe zur Zeit. Locally Sit ist stoned entstanden. I'm sorry to tell you, aber Locally Sit ist halt einfach stoned entstanden. Was soll ich sagen? Dadurch wird es noch schwieriger, mit Cannabis aufzuhören, weil dein Alltag langweilig und unaufregend scheint und das Gras deshalb verlockend ist. Hast du dann neues Wissen gelernt? Wie meinst du? Wenn ich stoned war und gezeichnet habe? Ich habe auch, wenn ich nicht stoned war und gezeichnet habe, kein neues Wissen erlangt. Also. Konsumierst du oft, kann das auch deine Persönlichkeitsentwicklung hemmen. Die Betäubung stumpft schlechte Gefühle ab und macht es leicht, sie zu ignorieren. Im echten Leben kannst du schwierige Gefühle aber nur überwinden, indem du sie zulässt, sie verarbeitest und daran wächst. Zuletzt noch die körperlichen Entzugserscheinungen. Je mehr du konsumierst, umso schlimmer sind sie, besonders bei täglichem Konsum. Ein Entzug kann Kopfschmerzen, Schwitzen oder Frieren, Appetitverlust und sogar Fieber, Übelkeit und Bauchschmerzen verursachen. Vielleicht kannst du schlechter einschlafen und hast lebhafte, verstörende Träume. Der Entzug kann dich in eine depressive Stimmung versetzen. Deine Malfähigkeiten, also meine Malfähigkeiten sind ein Maltablet und GIMP. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass meine Malfähigkeiten überhaupt ein krasser Skill sind. Es ging ja auch nicht darum, ob man besser wird, sondern ob man kreativer wird und nicht, ob man sich quasi skilltechnisch weiterentwickelt, sondern einfach nur, ob man kreativer wird.
in der das Leben sinnlos erscheint. Das kann Rastlosigkeit, Wut, Ängste oder Nervosität auslösen. Vielleicht fühlst du dich unfähig, irgendwas zu tun. Nach einigen Tagen werden diese Symptome schwächer und verschwinden nach ein paar Wochen ganz. Die genaue Zeit hängt davon ab, wie viel und wie lange du Cannabis konsumiert hast. Und nun zum schlimmsten Teil. Gras könnte dem Gehirn schaden. Die Recherche für diesen Teil hat keinen Spaß gemacht. Die Wissenschaft diskutiert heiß, wie schädlich Gras für das Gehirn ist. Das Video ist leider nicht gut. Ja, aber du musst schon auch einen Inhalt bieten. Warum? Also nur sagen, das Video ist nicht gut, aber mir nicht sagen, wieso, hilft mir nicht weiter, dich zu verstehen. Und ob es irreversible Langzeitfolgen hat. Eine definitive Aussage lässt sich kaum treffen. Allerdings wirkt THC direkt auf die kritische Gehirnchemie ein. Diese Studien sind nicht auf Cannabis bezogen, sondern auf Kiffen. Und das ändert das jetzt in welcher Hinsicht? Es gibt Hinweise, dass es die Gehirnstruktur verändern könnte. Falls ja, geht das vielleicht nach ein paar Jahren ohne THC weg. Oder auch nicht. Wir wissen es nicht. Die Folgen sind sehr individuell. Aber besonders bei hohem Konsum drohen viele Nachteile. Am häufigsten ist die Verschlechterung des Gedächtnisses. Längerer, starker Konsum könnte die Lernfähigkeit, das Urteilsvermögen, die Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Entscheidungsfähigkeit, Sprachfähigkeit und Impulskontrolle verschlechtern. Die meisten negativen Folgen scheinen nach dem Aufhören mit der Zeit zu verschwinden oder bessern sich zumindest. Aber auch hier fehlt uns noch Wissen. Weitere Forschung ist nötig. Deutlicher zeigt die Forschung, dass ein hoher Graskonsum für Teenager richtig schlecht ist. Konsumierst du schon früh viel, können sich potenziell schädliche Nebeneffekte über sehr viel mehr Jahre aufbauen. Teens, die viel kiffen, entwickeln mit viel größerer Wahrscheinlichkeit eine Abhängigkeit. Es könnte nur eine Korrelation sein. Und Gras ist vielleicht nicht die Ursache. Aber wer viel konsumiert, ist eher schlecht in der Schule und macht seltener seinen Abschluss. Im Durchschnitt sind diese Menschen weniger zufrieden mit ihrem Leben und ihren Erfolgen. Vielleicht, weil du weniger interessante Erfahrungen machst und die bestehenden vergisst, weil Motivation und Gedächtnis beeinträchtigt sind. Es gibt auch starke Hinweise, dass Teenager, die Gras konsumieren, später eher psychische Probleme wie Psychosen, Schizophrenie, Depressionen oder Angststörungen entwickeln. Auch hier gilt, je jünger du anfängst, umso größer das Risiko. Tja, zum Glück habe ich erst mit 21 oder nee, sogar noch später, 23 angefangen. Pfiuh, da war ich aus dem Gröbsten schon raus. Dafür habe ich mit 15 schon angefangen zu rauchen. Bayern war wild, ich sag's wie es ist. Und mit 7 hatte ich mein erstes Bier. Hohe THC-Dosen scheinen das Risiko ebenfalls zu steigern, weshalb hochpotente Cannabis-Produkte für Teens sogar noch gefährlicher sind. Okay, kommen wir zum Schluss. Wir haben uns jetzt nur auf die negativen Effekte konzentriert. Wie erwähnt, ist Gras in Maßen für die meisten Menschen kein Problem und definitiv weniger schädlich als Alkohol. Lebe dein Leben, wir sind nicht deine Eltern. Der Vorteil mäßigen Konsums ist es, dass dein Erlebnis intensiver und spezieller ist. Für Teenager ist Gras aber eine blöde Idee, besonders regelmäßig oder in großen Mengen und kann sogar lebensverändernde Konsequenzen haben. Warum ärgert der den? Ist ja voll Die gemein. Kriminalisierung hat da kein bisschen geholfen. Die Legalisierung bietet jetzt eine neue Chance. Das fängt damit an, offen und ehrlich über den Stand der Wissenschaft zu sprechen. What the heck wer hat sich ausgedacht, eine Heroinspritze so darzustellen? Naja, gut. Und anzuerkennen, dass Gras eine Droge unter vielen ist. Sicherlich bei weitem nicht die schlimmste, aber trotzdem problematisch für 1 bis 3 von 10 Konsumenten. Musst du Cannabis unbedingt ausprobieren, lass dir Zeit. Und zwar bis mindestens 20. Bist du jünger, ist wissenschaftlich klar, lass es. Zumindest jetzt noch. Du wirst später noch genug Zeit zum Experimentieren haben. Muss man an der Stelle sagen, wir wussten auch schon vorher, dass Drogen schlecht sind und vor allem in Massen schlecht sind. Egal, ob es jetzt das Kiffen, das Rauchen, Alkohol, Heroin, whatsoever ist. Seid euch über eurem Konsum bewusst, wie viel und warum ihr konsumiert. Benutzt es nicht zur Flucht von der Realität. Das sorgt nämlich nur dafür, dass man irgendwann nur noch mit Kiffen von der Realität flüchtet
Und wenn ihr es konsumiert, dann am allerbesten immer zusammen mit Ärztis. Also nicht, ihr sollt nicht mit euren Ärzten kiffen, sondern also könnt ihr auch machen, aber immer in Absprache mit euren Ärzten. So.